Johannes 14,16 Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Retter geben, den Heiligen Geist der Wahrheit, der euch ein Freund sein wird wie ich, und er wird euch nie verlassen. Der Geist des Lebens, die Essenz der Wahrheit, die Stimme Gottes, der Helfer, der Tröster, der Wegweisende, der Beistand, der Fürsprecher. Ein Freund, der in uns lebt. Er befreit uns von Gewohnheiten, Abhängigkeiten, Dingen, die geistlich gefangen halten. Der Heilige Geist schafft Neues in unserem Leben, neue Einstellungen, neue Wünsche. Er möchte uns neue Begabungen und Fähigkeiten schenken. Er weckt auch ein Verlangen, andere zu lieben und den Menschen um uns zu helfen, den Armen, den Verzweifelten, den Gefangenen. Er ist Gottes Kraft in uns, damit unser Leben etwas in der Welt verändert. Hey, von meiner Seite, so gut, dass du da bist, dass du diese Message hörst. Eine besondere Begrüßung an unsere Location in Zürich und auch unsere Micro-Location in Luzern. Und so, diese Serie, ausgerüstet. Und wir schauen das spannende Thema an, dieses begeisternde Thema an, dieses interessante Thema an über den Heiligen Geist und was er in uns und durch uns tun möchte. Und dieses Wochenende, hoffentlich ist es dir bewusst, ist es Pfingstwochenende. Es ist ein Feiertag, aber eigentlich ist es viel mehr als ein Feiertag für denen, die Christen sind. Es ist eine absolut zentrale Ereignis, ein Event, ein Fest in unserer Glaubensgeschichte. Und es war auch früher auch so für das Volk Israel, das jüdische Volk. Und so wir steigen heute ein, eigentlich nicht am Anfang, aber in diese Erfüllung, in die Pfingsten, die wir drüber lesen, in die Apostelgeschichte. So, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich, ich liebe es einfach immer wieder zu lesen, wo es ein plötzlich gibt in der Bibel, weil dann kommt etwas, passiert etwas. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie suchendes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Wow, was für eine crazy, spannende Event, ein Ereignis. Und es ist tatsächlich passiert. So Gott in eine andere Art, in eine neue Art hat seinen Geist gegeben, seinen Geist ausgegossen, wie es prophezeit war und Jesus gesagt hat, es wird kommen. Okay? Gewisse Leute waren verwirrt. Was ist hier los? Es kann sein, dass es Leute gibt unter uns heute, die sagen, was ist hier los? Es ist okay. Wir müssen nicht alles verstehen. Okay, so gewisse Leute waren ein bisschen verwirrt, andere Leute haben es nicht ganz verstanden. Gewisse Leute haben einfach darüber gespottet oder gelacht und sagen, hey, ihr seid betrunken, was auch immer. Und dann steht Petrus auf, einer von Jesus' Nachfolger, und predigt eine gewaltige Message. Okay? Er hat das Alte Testament, den Prophet Joel, zitiert und gesagt, hey Geist, was hier abgeht, dieses Ereignis, diese Pfingsten, okay, diese Pfingsten live sozusagen, steht in der Bibel und wir feiern eigentlich, was Gott versprochen hat und wir erleben es live. Und so, es ist gut für uns daran zu denken oder
Sie realisieren, dass eigentlich die Apostelgeschichte, was hier abgeht, ist zum Neuen Testament, was 1. Mose ist, zum Alten Testament. Okay? Eigentlich sehen wir hier die Einführung von dieser neuen Bund, dieser neue Abschnitt, das Neue Testament. Okay? Und es hat angefangen mit einer Bewegung. Es hat angefangen mit dem Heiligen Geist, die gekommen ist mit Gottes Power und Kraft. Und das ist eigentlich, was wir lesen ganz am Anfang in 1. Moses, wo Gottes Geist einfach da war. Okay? Schwebt über die Erde und dann mit Gottes Stimme, mit Gottes Wort ist der Geist gekommen und hat Ordnung gebracht, hat Licht gebracht, hat Sachen kreiert. Und so, das ist auch, was wir hier lesen. Es ist die Parallel sozusagen im Neuen Testament, wo Gottes Geist Licht gebracht hat, Ordnung gebracht hat, wo es etwas Neues hervorgebracht hat. Okay? Und so Petrus erklärt hier, was passiert. Und sie waren betroffen. Und so lesen wir ein bisschen weiter in Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als die Leute das hörten, was Petrus erklärt hat, okay, dass sie selber den Messias, Gottes Plan in dem Sinn, probiert haben zu stoppen, indem dass sie Jesus gekreuzigt haben, dass sie selber involviert waren. Als sie das realisiert haben, was haben sie getan? Sie waren von diesem Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: Brüder, was sollen wir tun? Kehrt um zu Gott, fordert Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Und so, was sagt Petrus zu diesen Leuten, die ihm zugehört haben? Tu Buße, kehre um. Das ist, was die Bibel sagt. Kehre um. In anderen Worten, wir gehen nicht mehr unserem Weg. Wir kehren um und wir fangen an, Gottes Weg zu gehen. Aber dann, der nächste Schritt ist, dass wir unser Vertrauen, unser Glauben in ihm setzen. Dann als öffentlicher Bekenntnis sollten wir getauft sein. So eine öffentliche Bekenntnis, so eine private Entscheidung, sollten wir getauft sein und dann empfangen wir Gottes Power, Gottes Geist, den Heiligen Geist, dass wir sein Leben in uns haben. Und so, was wir hier lesen in der Apostelgeschichte, war ein Ereignis. Es war ein dramatischer Event, aber es war auch der Resultat von einem Prozess, ein langjähriger Prozess, den Gott geplant hat und Jesus in Gang gebracht hat, wo Tausende von Menschen zu Glauben gekommen sind, wo die Church, die erste Kirche, geboren war, sozusagen. Es war chaotisch, es war messy und es war wunderschön. Genauso wie unsere Church. Und eigentlich jede Church ist, wo Menschen involviert sind, wo Gott ein Werk tut. Es ist zu einem gewissen Maß, es ist chaotisch, es ist unordentlich und gleichzeitig Gottes Geist tut ein Werk, die wunderschön ist, die Licht bringt, die Offenbarung bringt und Ordnung bringt in unser Leben. Er schafft etwas Neues in uns und durch uns. Und so, das ist hier, was abgegangen ist. Und so, die religiösen Leiter, die das nicht akzeptiert haben, ihre Vorstellung, ihre Überzeugung, ihre Theologie, haben keinen Platz davor gelassen. Sie haben es gehasst. Und die ganz gewöhnlichen Menschen haben es absolut geliebt. Und das ist eigentlich, was wir immer noch heute sehen und erleben. Die gewöhnlichen Leute, die gute Nachricht von Jesus ist fantastisch. Die Annahme, die Umarmung, die Akzeptanz sozusagen ist frische Luft. Es bringt etwas Neues in uns. Und so, wenn wir diese Story lesen, es wäre einfach für uns zu sagen, wow, so cool wäre es, wenn wir dort wären zu diesem Zeitpunkt und das erlebt hätten. Aber das können wir. In einer anderen Art, aber das können wir. Anyway, nehmen wir einen Schritt zurück. Vor
vorher, bevor diese Pfingsten passiert ist, 10 Tage vorher, das war der Zeitpunkt, wo Jesus Himmelfahrt passiert ist, wo Jesus in den Himmel gestiegen ist. Und was hat Jesus gesagt, bevor er gegangen ist? Warte. Das tun wir nicht oft, nicht so gern, aber Jesus hat gesagt, warte hier in Jerusalem, bis Power kommt, bis Kraft kommt. Und dann wird etwas passieren. Dann wird er Zeugen sein, wo er hingeht. Meine Zeugen sein. Und er wird andere Leute erzählen, was er erlebt. Und ich vermute, das ist frei übersetzt, aber ich vermute, das Team, die dort waren, die Jünger, die Nachfolger von Jesus, als sie das gesagt haben, haben gesagt, jawohl, yes sir. Und dann haben sie wahrscheinlich einander angeschaut und gesagt, was meint ihr mit dem? Keine Ahnung, warten wir. Anyway, oft ist es so, wir wissen nicht ganz genau, was das heißt oder wie das in Erfüllung kommt oder wie Gott das tun wird. Aber es ist immer wieder gut, eine größere Perspektive, ein größeres Bild zu bekommen. Und das ist, was wir brauchen, auch im Zusammenhang mit Pfingsten. Es war Teil von einem größeren Plan Gottes. Es war immer Gottes Plan, vom Anfang an, Gott Emmanuel zu sein. Gott mit uns, die mit uns ist und unter uns wohnt und mit seinem Volk wohnte. Gott sagt ganz am Anfang, wir können es lesen in 1. Moses, lass uns die Menschen machen in unser Ebenbild. Und dann zuerst Adam war geschaffen und was Gott getan hat, als er fertig war, er hat in Adam hineingehaucht. Er hat ihn gefühlt sozusagen mit seinem Geist. Und Adam ist zu einem lebendigen Mensch geworden. Vorher war er still, vorher war er im Schlafen sozusagen. Er war perfekt, er hat Potenzial, aber bis Gottes Geist hineingekommen ist, konnte das nicht erfüllen, was Gott mit ihm vorhat. Und so, wenn wir weiterlesen, ganz kurz, Adam hat gegen Gott gesündigt, war getrennt von Gott. Er hat sofort gekämpft mit diesem Schuldgefühl, hat probiert, sich zu verstecken, hat probiert, einfach sich selber zu decken, weil er realisiert hat, dass er nackt war. Das ist genau, was wir tun. Wir probieren uns zu verstecken. Wir kämpfen mit Schuldgefühlen. Wir probieren uns abzudecken mit guten Worten, guten Erklärungen, mit guten Taten, was auch immer es ist. Aber es langt nicht. Jesus ist gekommen, ladet uns ein zu ein ganz neues Leben, ein neues Bund, die er mit uns gemacht hat. Und so in die gleiche Art, wie Gott ursprünglich in die Seele hineingeblasen hat von Adam, das ist, was Gott mit uns tun möchte, dass wir gefüllt sind mit seinem Geist. Und das ist eigentlich, was hier passiert ist am Pfingsten. Gott hat für diesen Moment gewartet. Es war nicht einfach zufällig, es war ein Plan, der in Erfüllung gekommen ist. Es war ein Teil von Gottes Rettungsplan, wieder unter und mit seinem Volk zu leben. Und für die Leute, die regelmäßig kommen, wir sind kürzlich fertig mit dieser Serie über das Alte Testament. Und was wir auch angeschaut haben, oder ein Teil von dieser Serie war die verschiedenen Feste, die Gott sein Volk gegeben hat. Als Fest, Gott ist ein Party-Gott. Positiv gemeint, okay? Aber Gott liebt eine gute Party. Weil Partys sind so gut, nicht nur zu feiern, aber auch zu zelebrieren und zurückzudenken. Und so eine von diesen Partys, diese Feste, war Pfingsten. Und so Pfingsten hat nicht angefangen mit diesem Pfingsten. Es war vorher ein Fest, es war eine Tradition, die sie immer wieder gefeiert haben. Und sie haben zurückgeschaut und Gott gedankt. Sie haben gefeiert, dass Gott treu war mit seiner Versorgung. Sie haben ihre Erstlingsfrucht gebracht. Und dann später, als ein Teil von den Pfingstfesten, haben sie gefeiert, wo Moses das Gesetz zu seinem Volk, zu das Volk Israel gebracht hat. Und dann
so in dieser Pfingstfest haben sie gefeiert, wo Moses das Gesetz gebracht hat. Und wenn du diese Story gelesen hast oder davon gehört hast, an diesem Tag, wo Moses wieder zum Volk gekommen ist, während die 40 Tage, wo Moses auf dem Berg war, haben sie andere Götze kreiert. Und dann, als Moses nach unten gekommen ist, hat er die Steintafel am Boden geworfen und das Gesetz war gebrochen und Gott hat sein Gericht geschickt und 3000 Leute sind an diesem Tag gestorben. Okay? Warum? Weil sie ihre eigenen Pfingsten nicht erlebt haben. Okay? Und sie haben ihren eigenen Götzendienst kreiert. Und eigentlich, was sie getan haben, ist, sie waren am Abdriften zurück zu Sklaverei, obwohl sie nicht mehr in Ägypten gewohnt haben. Und so, wenn wir von dieser Perspektive schauen, als Christen, als Leute, die an Gott glauben, als Nachfolger von Jesus, wir haben diese Notwendigkeit, Gottes Geist zu erleben und immer wieder zu erleben. Und sonst kreieren wir unsere eigene Götzendienst. Unser Gott wird etwas anderes in unser Leben. Und auch sogar können wir von unserer Gesetzlichkeit oder Religiosität oder unsere eigenen Taten einen Platz geben, die nur Gott selber und sein Geist allein haben sollte. Okay? Und so Pfingsten bedeutet 50. Das ist die Bedeutung von Pfingsten. Und es war gefeiert 50 Tage nach dem Passafest, Osten. Okay, 50 Tage nach Osten. Und so an diese Pfingsten, hier, was wir gelesen haben in Apostelgeschichte, Gott hat die Erstlingsfrucht gegeben, die Erstlingsfrucht von seinem Geist. Das war die Fest, die Erstlingsfrucht von der Ernte. Und dann später das Gesetz, was gegeben war. Und so, Gott hat in diesem Pfingsten die Erstlingsfrucht von seinem Geist gegeben und 3000 Leute sind zu Glauben gekommen. Und so, wir sehen, wie das Ganze zusammenpasst. Gott hat an diesem Berg zu Mose gesprochen, mit Wind, mit Feuer. Und dann lesen wir an diesem Pfingsten, wie Gott seinen Wind geschickt hat, seinen Geist geschickt hat und wie Feuer gekommen ist und gelandet hat, sozusagen. Das ist bildlich gesehen. Wie das wirklich war, das weiß ich nicht. Aber sie haben es beschrieben, es ist, als ob Feuer gekommen ist und gelandet hat. Und dann haben sie angefangen, in andere Sprachen zu sprechen. Gott hat zu Moses gesprochen und Gott spricht jetzt durch sein Volk hier. So, wir sehen eine spannende Event. Und so, Pfingsten ist eigentlich jetzt ein Fest von dieser neuen Bund, die prophezeit war im Alten Testament, dann etabliert war von Jesus und dann, was immer wieder gepredigt wird. 3000 Leute sind zu Glauben gekommen an diesem Tag. Und sie haben, diese Leute haben kurz vorher einfach gefragt oder geschrien, was sollen wir tun? Was müssen wir tun? Der Heilige Geist kommt, wenn wir ihn empfangen, wenn wir ihn willkommen heißen, wenn wir an Gott glauben, wenn wir Buße tun und unser Vertrauen in ihn setzen. Der Heilige Geist kommt und wohnt in uns. Und er schreibt das Gesetz Gottes jetzt neu in unserem Herz. Er möchte uns führen, er möchte uns überführen. Okay? Und so Gottes Geist schreibt in unserem Herz, was Gottes Wille ist. Das Gesetz, das geschriebene Wort, ohne Pfingsten, ohne den Heiligen Geist, ist tödlich. Es hat kein Leben drin, es hat keine Hoffnung drin. Der Heilige Geist bringt Leben hinein und führt uns, dass wir Jesus nachfolgen. Und so Gott möchte, dass wir jeden Einzelnen, egal wie jung oder alt wir sind, dass jeden Einzelnen seinen Heiligen Geist erlebt. Nicht aus einer Theorie, nicht aus einem Konzept, aber rein praktisch. Die Kraft von dem Heiligen Geist, die Freude von dem Heiligen Geist, der Friede vom Heiligen Geist.
Und wenn wir probieren, das zu erklären, es ist ähnlich, wie diese Leute probiert haben, die erste Pfingsten zu erklären. Es gibt diese Dimension, die unerklärlich ist. Es ist ein Geheimnis, es ist mysteriös. Aber wir probieren Worte zu finden, zu erklären, wie der Heilige Geist kommt und was er in uns und durch uns tun möchte. In Kolosserbrief, Paulus schreibt in Kolosserbrief 1, Vers 27, und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Christus lebt in uns. Wenn wir das probieren zu erklären, einfach mit unseren Worten, es klingt komisch. Vielleicht gewisse Leute denken, hey, du spinnst, Gott wohnt in mir. Aber wenn Offenbarung kommt, wenn Licht kommt, wenn der Heilige Geist das zeigt, es macht absolut Sinn. Es bringt Leben und Hoffnung zu uns. Und so ohne Pfingsten war Adam eine Schöpfung, aber ohne Power. Voller Potenzial, aber ohne Leben. Und ich finde es einfach spannend und notwendig, dass wir dieses größere Bild bekommen. Was ist hier passiert? Was wir auch lesen im Alten Testament, ist diese Bundesladen, diese Box, dieses Stück Möbel, die aufbewahrt waren, die allerheiligste Ort im Tempel. Und es war ein Schachtel, es war ein Stück Möbel, die gedeckt war mit Gold. Gemacht war von Holz, aber gedeckt war draußen und innen mit Gold. Und was auch bewahrt war in diese Bundesladen, war die gebrochene Tabletten, die Steintafel, wo das Gesetz drauf geschrieben war. Aber was so spannend ist, interessant ist, sie waren gebrochen. In anderen Worten, was es uns sagt, ist, das Gesetz allein ist nicht genug. Es langt nicht. Wir sind gerecht gemacht durch unser Glauben und Vertrauen in Jesus und was er getan hat. Und wir brauchen den Heiligen Geist, der kommt und wohnt in uns, unsere zerbrechliche Körper. Sozusagen wie das Stück Möbel, die von Holz gemacht war. Früher oder später Holz allein verschwindet. Es wird zum Staub. Aber wenn es verkleidet ist, draußen und innen mit Gold, dann ist es aufbewahrt. Es ist ein Bild für uns, wenn der Heilige Geist kommt auf uns und fühlt uns neu. Diese Körper, die einfach vom Staub gemacht ist, nimmt eine Dimension Gott an, die sonst unmöglich ist. Und das ist, was so herrlich ist. Es ist symbolisch, dass der Heilige Geist macht etwas in uns und durch uns, die unbeschreiblich ist. Jesus sagt zu seinen Jungs, warte in Jerusalem, bis Power kommt. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Aber Moment, diese Leute, diese Gruppe haben so viel schon erlebt. Sie waren schon Zeugen, was Jesus getan hat. Jesus hat geheilt und befreit und gute Hoffnung gebracht und wiederhergestellt und so weiter. So, sie waren schon Zeugen, aber Jesus sagt hier etwas anderes. Warte, empfang Power und dann werdet ihr meine Zeugen sein. So offensichtlich, Jesus meint hier etwas mehr als was sie schon erlebt haben. Und so was er sagt mit dem ist, der Zeuge wird kommen, der Heiligen Geist wird kommen und in euch wohnen. Keiner von uns, egal wie alt du bist, keiner von uns war dort damals, als Jesus zum Kreuz gegangen ist, als Jesus gelebt hat, als er dann auferstanden ist, 40 Tage später seine Himmelsfahrt gemacht hat und dann diese Pfingsten. Keiner von uns war dort. Deshalb können wir nicht Zeugen sein zu dem, weil wir nicht live dabei waren. Wir können nur dann ein Zeugnis geben von was wir erlebt haben. Aber was Jesus hier sagt, ist der Zeuge, den Heiligen Geist, der dort war, als Jesus aus dem Grab gekommen ist, als Jesus präsentiert war vor dem Gericht, wo sein Vater gesagt hat,
in Ordnung gemacht. Für jede Sünde ist es genug, es ist bezahlt. Der Heilige Geist, der Zeuge war dort und dieser Zeuge kommt jetzt und wohnt in uns. Und deshalb, wenn wir unsere Glauben erzählen, wenn wir Zeuge sind von Jesus, von was Jesus getan hat, der Zeuge in uns spricht und berührt die Herzen von Menschen. Letzte Woche, ich habe in unserem Gottesdienst mit jemandem gesprochen und diese Person hat erzählt, ich habe einfach den ganzen Gottesdienst geweint. War das die Musik? War das, weil ich so schön bin? Vermutlich nicht. Ich glaube, es war der Heilige Geist, der Zeuge, die diese Person berührt hat und nahegebracht hat. Und am Schluss hat diese Person gebetet, ich möchte Jesus nachfolgen. Das ist die Power von dem Heiligen Geist. Unsere Power liegt nicht in unserem Verständnis. Paulus sagt, ich komme nicht mit mega starken Worten oder Erklärungen, ich komme mit Power. Wir können niemand überzeugen, dass Jesus auferstanden ist, dass es einen Gott gibt, der uns liebt, dass er seinen Sohn für uns geschickt hat, dass der Heilige Geist real ist. Niemand kann das zwingen. Niemand kann das erklären in dem Sinn, dass einfach durch unsere Wortwahl, dass jemand sagt, okay, der Heilige Geist, der Zeuge, der in uns ist und wohnt, möchte durch uns die Herzen berühren. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Wenn wir einfach Christentum reduzieren zu, jawohl, ich glaube an Gott. Jawohl, ich gehe regelmäßig. Ich bin ein Teil von einer Kirche. Für die guten Leute, jawohl, ich bin sogar diesen Schritt habe ich gemacht. Ich bin getauft. Es langt nicht, wenn wir nicht regelmäßig gefühlt und erfrischt und erneuert sind von dem Heiligen Geist. Das ist nicht einfach ein einmaliges Ereignis, Event. Das ist etwas, das wir immer wieder erleben möchten. Und diese ursprüngliche Verheißung ist immer noch absolut up-to-date für uns. Und so ist es möglich, dass wir probieren, durch das Leben zu gehen, an unseren Glauben an Gott zu haben, aber ohne die Power und die Kraft von dem Heiligen Geist. Das ist Pfingsten. Gott möchte in uns und durch uns ein Werk tun. Ich werde sehr gern für dich beten. Komm, wenn es möglich ist, lass uns aufstehen. Vater, wir danken dir für diese gewaltige Versprechung, die du uns gegeben hast. Den Heiligen Geist. Nicht, weil wir perfekt sind, aber weil du uns ausgewählt hast. Und wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, wenn wir unsere Glauben in dir setzen, wenn wir einfach diese Schritte tun, wenn wir sagen, Heiliger Geist, wirst du kommen und in mir wohnen. Du sagst Jawohl und Amen dazu. Wir werden der Zeuge in uns haben, die uns Power und Kraft gibt, ein Leben zu führen, die übernatürlich ist, ein Leben voller Friede, voller Freude, aber auch Power. Und so Gott, wir danken dir dafür im Namen Jesus. Komm, Heiliger Geist, fühle uns neu. Lass dein Power uns fühlen. In Jesus' Namen. Amen und Amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working.